Freitag. Die letzten Tage waren ständig Unwetterwarnungen. Man soll zu Hause bleiben, bloß nicht das Auto nehmen. Zugverkehr fällt aus, Busse fallen aus, Schulen fallen aus. Und ich habe mal wieder Lust zu zelten im Schnee. Mal schauen, wo wir landen heute. Ja, das war die Bahn. Dann machen wir uns mal auf die Socken. Richtig schön. Mal gucken, wie viele Leute hier noch unterwegs sind bei dem Wetter. Ein paar sehe ich schon. Boah, ist der Zeltboden kalt. Ich hoffe, die Luftmatratze tut ihren Dienst. Boah, wird das kalt gerade am Popo. Die Luftmatratze fertig. Ich hoffe, dass der sich noch richtig schön aufbauschen kann. Einmal Schlafsetup testen. Das macht einen riesen Unterschied, ob ich auf der Matratze oder auf dem Zeltboden mit dem Schnee direkt runterlege. Die Frage ist nur, reicht mir dieser Quilt für heute Nacht? Wenn das irgendwie -4 oder -6 Grad werden könnte spannend werden. Naja, sonst wird halt nicht viel geschlafen. Ich habe so einige Snacks dabei.
Ich habe gerade gekocht und ich werde mich jetzt auch wieder in mein Zelt verziehen, weil es hier draußen echt richtig kalt wird langsam. Also, die Sonne ist schon lange weg, aber die Nacht wird frisch. Also wenn es ganz schlimm wird, kann ich auch wieder in die Zivilisation. Von hier aus Richtung Bahnhof sind es 40 Minuten zu Fuß. Okay, ich verziehe mich ins Zelt. Gute Nacht. So, für mich geht's wieder zurück. Es ist jetzt mitten in der Nacht und ich habe mich entschlossen, aufzubrechen und nicht im Wald zu übernachten, weil mir einfach todeslangweilig ist. Ich bin leider nicht wirklich müde und ich habe kein Buch dabei. Mein Handy-Akku ist jetzt auch nicht super voll geladen, als dass ich damit irgendwie großartig irgendwas machen könnte, um die Zeit rumzukriegen. Also ich bin wieder unterwegs Richtung Zivilisation. Die Nacht wäre aushaltbar gewesen, aber ich bin viel zu früh angekommen und ich bin überhaupt nicht müde. Ich hätte mich sehr, sehr gelangweilt und dadurch wäre die Nacht natürlich extrem langsam vergangen, weil ich gar nicht hätte schlafen können großartig. Aber es war trotzdem eine sehr coole Erfahrung. Mein Quilt hat echt gut warm gehalten. Ich muss aber auch gestehen, dass ich alle Kleidungsschichten angelassen habe. Sprich, ich habe meine Jacke an, darunter 2 Merino-Schichten und unten genauso 2 Merino-Schichten und noch eine Hose drüber. Und das war jetzt auch schon wirklich so, dass ich nichts davon ausziehen wollte. Also man merkt, es ist kalt. Ohne Ofen im Zelt ist es wirklich eine andere Geschichte. Oh, jetzt muss ich mal eben gucken, wo ich hier lang muss. Mein Weg zurück in die Zivilisation geht nämlich wieder durch den Wald. Und ich muss natürlich den richtigen Pfad erwischen. Das sieht richtig aus. Zivilisation hat mich wieder. So, wieder in Oldenburg angekommen. Der Zug fuhr mit etwas Verspätung von 15 Minuten. Also alles im Rahmen. Aber es war der einzige Zug, der noch gefahren ist. Ich habe also genau den richtigen ausgesucht. Durch pures Glück. Alle anderen sind ausgefallen. Und der Zug, in dem ich dann saß, sollte eigentlich auch nach Wilhelmshaven fahren. Aber der fuhr nicht mehr weiter nach Oldenburg. Also es ist schon abenteuerlich, wenn man irgendwo hin muss heute. Aber glücklicherweise war das Ganze bei mir ja auch als kleiner Abenteuertrip geplant.